Für das Buchcover habe ich mir schon mal Pappe zurechtgeschnitten, die ungefähr 2 mm dick ist. Und ungefähr so breit sollte auch der Abstand zwischen diesen einzelnen Teilen sein. Dieses Buchcover ist jetzt für Buchseiten gedacht mit den Maßen 15 x 18, also leicht rechteckige Seiten. Und das Buchcover an sich misst 17 x 19 cm, also die Vor- und die Rückseite. Der Buchrücken misst 3 x 17 cm, genauso wie dieser Teil. Und ganz rechts, das ist der Teil, der dann zugeklappt wird, misst an der schmalsten Stelle 5 cm und an der breitesten 7 cm und ist auch 17 cm hoch. Das Ganze liegt jetzt schon auf einem Papier und das werde ich jetzt mit einem Abstand von 3 cm zurechtschneiden, um das dann auf das Buchcover zu kleben. Wenn dann alles gut positioniert ist, nehme ich mir einen starken Kleber und werde die Pappe jetzt auf das Papier kleben. Als nächstes schneide ich mir das Papier hier noch ein bisschen zurecht, damit ich das dann besser um die Kanten kleben kann. So, und jetzt bringe ich hier Kleber an und klebe das an mein Buchcover. Wenn das dann gemacht ist, kann man das Buchcover jetzt vorsichtig knicken. So, und als nächstes werden wir jetzt die Bindung anbringen. Wie das funktioniert, kann ich euch hier mal verlinken. Da gibt es schon ein Video zu. Und im Grunde werde ich ja jetzt da einfach auch Kleber anbringen und das hier links an den Buchrücken anbringen. So, als nächstes werde ich das jetzt noch etwas beschweren, damit das auch gut klebt. So, und dann ist das Buchcover auch schon fertig. So, jetzt kommen wir zur ersten Seite. Und zwar habe ich mir da ein Tonpapier ausgeschnitten mit den Maßen 30 x 18 auf dieser Seite. Und hier ist noch ein Streifen von 8 mm, also hier misst das 18,8. Diese Kanten werde ich noch abschrägen. Weil an dieser Lasche wird das Ganze dann zusammengeklebt. Und zwar werden wir jetzt den unteren Teil nach oben knicken. So, dann werde ich hier Klebeband anbringen und die Seite dann zukleben, sodass nur noch hier oben und hier links eine Öffnung bleibt. Links kommt das Papier an die Bindung dran und hier oben bleibt dann noch eine Tasche für einen Tag.
So, das Klebeband ist angebracht und jetzt werde ich die Seite zusammenkleben. Die Basis für die erste Seite ist jetzt fertig. Das heißt, hier ist ja die Öffnung, wo die Seite an die Bindung befestigt wird. Und hier oben bleibt die Öffnung für die Tasche. Als nächstes wollen wir auf unsere Basisseite so aufklappbare Seiten anbringen. Und zwar schneiden wir uns da jetzt Papiere zurecht mit den Maßen 15 x 17 cm und 15 x 15 cm und machen da jeweils eine Falzlinie bei 8 mm. Da knicken wir das dann und befestigen Klebeband, um das dann auf die Basisseite zu kleben. Jetzt werde ich das erstmal knicken. So, und die Seite mit den Maßen 15 x 17 werden wir jetzt hier links bündig an unsere Basisseite kleben. Ich werde jetzt Flüssigkleber benutzen, damit ich das zur Not noch ein bisschen verschieben kann. So, und wenn die Seite geklebt ist, nehmen wir die kleinere Seite und lassen ungefähr einen knappen Zentimeter Abstand von der linken Seite und kleben das dann auf diese Seite. So, das sieht dann so aus. Und die Kanten werde ich jetzt noch mal ein bisschen abrunden. Als nächstes habe ich mir zwei Streifen zugeschnitten mit den Maßen 6 x 14 und 6 x 19 cm und habe da auch wieder eine Falzlinie gemacht bei 0,8 cm. Da werde ich es jetzt wieder knicken. Den kürzeren Streifen werden wir hier rechts bündig mit dem Seitenende aufkleben und den längeren Streifen werden wir hier bündig, wo die erste aufklappbare Seite ist, auch bündig ankleben. Ich habe mir hier die Mitte markiert und einmal hier auch bei dem Streifen die Mitte markiert, damit ich sie genau richtig positioniere. So, dann werde ich jetzt hier wieder Kleber aufbringen und das Ganze an meine Seite kleben. Die Ecken der Streifen werde ich jetzt auch wieder abrunden. So, und als nächstes werde ich hier und hier einen Magneten aufbringen, damit das dann schön zugehalten wird. Und das mache ich mit Sekundenkleber. Die Vorderseite der ersten Seite wäre dann somit fertig. Für die Rückseite der ersten Seite schneiden wir uns jetzt Papier zurecht mit den Maßen 15 x 17, dann 11 x 13, 13 x 13 und 15 x 13 Zentimetern. Und wir machen immer diese Falzlinie bei 8 mm.
So, wenn die Seite jetzt rechts bündig angeklebt wurde, nehme ich mir das größere Stück von den dreien. Ich habe mir hier schon mal die Mitte markiert, so wie hier auch, und werde die dann hier unten bündig ankleben. So, wenn diese Seite dann geklebt ist, nehmen wir uns die mittelgroße Seite und kleben die auf die eben geklebte Seite. Und zwar lassen wir hier unten noch so einen knappen Millimeter Abstand zum Seitenende. So, und mit der kleinsten Seite machen wir das gleiche. Das heißt, wir kleben die auf die gerade geklebte Seite mit einem knappen Zentimeter Abstand vom Seitenende. So sieht das dann aus. Hier haben wir die drei Seiten übereinander. Und die aufklappbare Seite nach rechts. Als nächstes nehme ich mir so eine Vorlage und werde jetzt diese Vorlage auf diese drei Seiten aufzeichnen und das dann entsprechend ausschneiden. So, die Kanten von dieser Seite werde ich jetzt auch noch abschrägen. Und als nächstes werde ich Magnete anbringen. Zum Schluss machen wir noch einen Tag, der dann hier oben reinkommt. Der Tag hat die Maße 16 x 16 cm. Dann habe ich bei 1 cm eine Falzlinie gemacht und mir in der Mitte so einen Halbkreis aufgemalt. Und jetzt werde ich entlang der Falzlinie und entlang meiner gezeichneten Linie das ausschneiden, weil das ist die Stelle, wo man dann den Tag rauszieht. Und letztendlich ist der Tag dann 15 x 16 cm groß. Zum Schluss wird noch Motivpapier auf die Seite geklebt. Ich habe das schon mal zugeschnitten und an den Rändern schwarz eingefärbt. Auf der Rückseite Klebeband angebracht und werde das jetzt anbringen.
So, und dann ist die erste Seite fertig.